Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir zusammen leckere Rinderrouladen zubereiten und dafür brauchen wir folgende Zutaten. Rinderrouladen, dann brauchen wir Schinkenspeck oder Frühstücksspeck, Brühe, Gemüse oder Rinderbrühe, Sellerie, Karotte, Porree, Gurken, Zwiebel. Wir brauchen auch eine halbe Flasche von dem trockenen Wein, Senf, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt, Butterschmalz, ein wenig Mehl brauchen wir, kalte Butter und ein bisschen von dem Gurkensud. So, wir legen sofort los jetzt und wir fangen an mit der Rouladenzubereitung. Sie werden dann geklopft, dann schneiden wir die Zwiebel und die Gurken für die Füllung. Die Gurken werden in Streifen geschnitten. Das Ende mache ich jetzt mal weg. Dann halbiere ich. Dann kommen die Gurken auf einen Teller. Nach den Gurken schneide ich die Zwiebeln. Die werden halbiert erstmal und dann in halbe Ringe geschnitten. Also die Zwiebeln kommen auch auf den Teller, weil ich brauche die Fläche hier, um das Fleisch zu klopfen. Die Stücke Rinderrouladen werde ich dann klopfen. Genug geklopft jetzt. Als nächstes werde ich dann mit einer dünnen Schicht Senf bepinseln. Salz und Pfeffer noch drauf. Danach kommen die Stücke Schinkenspeck verteilt. Die Stücke Zwiebel verteilen wir auch noch gleichmäßig. Gürkchen. Nun rollen wir unsere Roulade. Ich mache von beiden Seiten ein bisschen überlappen. Und da rollen wir schön. Und jetzt brauchen wir hier Küchengarn. Ich habe auch Zahnstocher vorbereitet, aber ich werde Küchengarn nehmen. Das geht ganz einfach. Wie ein Päckchen hier. Nur mit dem Knoten ist ein bisschen schwieriger. Et voilà!
Die erste Roulade ist fertig. So sieht die Roulade aus. Und ich mache auch die anderen genauso. Bevor ich die Rouladen anbrate, werden die erstmal noch ein bisschen gesalzen und gepfeffert. Jetzt mache ich mein Herd hier an und die Schmalzbutter kommt jetzt in die Pfanne rein. Wenn die Schmalzbutter warm ist, dann geben wir die Rouladen rein und die werden von allen Seiten angebraten. Oh, die sehen wunderbar aus. Ich habe die von allen Seiten angebraten. Die nehme ich jetzt raus, weil in dem gleichen Fett werde ich dann das Gemüse andünsten. Nun schneide ich die restliche Zwiebel. Sellerie werde ich erstmal schälen. Und das wird auch in kleine Würfelchen geschnitten. Die Karotte werde ich erstmal schälen. Und die schneide ich auch in kleine Würfel. Und nur noch den halben Porree brauchen wir. Schneiden wir und dann sind wir fertig mit Gemüse schneiden. Das war's mit Schneiden. Nun werden wir alles andünsten. Nun gebe ich noch ein wenig Butterschmalz in dem Fett, wo die Rinderrouladen angebraten wurden. Und wenn das warm ist, dann kommen die Zwiebeln rein. Lasse ich etwa 1 Minute bis 2 Minuten schmoren. Dann gebe ich Sellerie, Karotte und Porree rein. Und dann lasse ich 3–4 Minuten andünsten. Das Gemüse sieht schon gleisig aus. Und nun werde ich mit dem Wein ablöschen, aber nur die Hälfte von dem Wein, was ich hier habe. Weil die Hälfte kommt nachher, nachdem angedünstet ist. Nun ist der Wein verdampft und ich gebe noch ein wenig rein. Und dann die gleiche Prozedere. Ich werde jetzt einmal umrühren und dann lassen wir köcheln, bis der Wein wieder verdampft ist. Nun werde ich auch noch Salz und Pfeffer noch dazu geben und Pfeffer. Gut umrühren und dann warten wir, bis der Wein komplett verdampft ist. Oh ja. Sieht gut aus. Jetzt haben wir hier eine gute Konsistenz am Gemüse. Der Wein ist komplett verdampft. Und nun gebe ich meinen Tomatenmark rein. Dann mische ich das mit dem Gemüse zusammen, bis sich das gut verteilt. Auch ein wenig Mehl gebe ich dann dazu. Das sorgt dafür, dass die Soße nachher dick ist, nicht so flüssig. Ja, dann fehlt nur noch mein Gemüsebrühe. Da
dann habe ich noch ein bisschen von dem Gurkensud. Nochmal mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann zum Schluss noch ein Lorbeerblatt rein. Nun gebe ich auch die Rouladen dazu. Dann lassen wir 1,5 Stunde bis 2 Stunden köcheln. Die sehen gut aus. Jetzt sind wir etwa 1,5 Stunden hier am Köcheln. Nun nehme ich die Rouladen raus. Jetzt kümmern wir uns um die Soße. Ich brauche jetzt einen Topf mit einem Sieb. Und dann werden wir das Gemüse sippen. Das Gemüse schmeckt so gut, ich habe es vorhin probiert. Bloß nicht wegschmeißen, das kann man so schön essen. Guckt euch das an, die Konsistenz ist einfach perfekt. Ich habe das jetzt nochmal abgeschmeckt und Salz, Pfeffer, alles ist genau richtig bei mir. Falls bei euch noch was fehlt, dann müsst ihr noch nachwürzen. Und ich habe auch dazu Kartoffeln gekocht, in der Zeit, wo die Rouladen hier so lange köcheln müssten. Bei mir werden die Rinderrouladen mit Kartoffeln serviert. Et voilà! Unsere Rinderrouladen sind fertig zum Verzehren und es duftet unglaublich. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit mir heute und ja, viel Spaß auch beim Nachkochen. Kann man wunderbar für die Feiertage zubereiten, aber auch so, wenn man Lust und Appetit darauf hat. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ich freue mich, hier euch bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Eure Tati. Tschüssi.